Warum performt Ethereum 2024 bisher so mies? Das ist ein Update-Video über Ethereum. Wir sprechen darüber, warum es für ETH 2024 nicht so gut lief. Ich verspreche dir, es wird spannend. Ich meine, schau dir das mal an. Bitcoin, wir hatten eine Jahresrendite bei Bitcoin von über 140% Stand des Videos. Solana über 660%, Ethereum 66%. Selbst im Vergleich zu 22 anderen großen Projekten aus dem Altcoin-Sektor, die Vanek in seinem Report im Auge hatte, ist Ethereum nur auf Platz 13 in der Jahresperformance gewesen, im August sogar auf Platz 18. Was ist bloß los dieses Jahr, habe ich mich gefragt. Ich habe nach den Gründen geschaut. Das habe ich für uns herausgefunden. Ich wünsche jetzt viel Spaß und wenn du mich und den Kanal noch nicht kennst, dann klick jetzt so schnell auf den Abo-Button, um in Zukunft mit dabei zu sein. Ansonsten mehr von mir findest du auch auf meinen Social-Media-Kanälen Insta, TikTok, LinkedIn, Twitter. Da ist bestimmt was Passendes für dich dabei und ansonsten legen wir jetzt los. Es war der 5. August 2024. Es war ein Tag, an dem die Finanzwelt plötzlich auf den Kopf gestellt wurde. Ein regelrechter Flash-Crash. Bitcoin fiel in wenigen Stunden auf $49.000, Ethereum stürzte auf $2.100 ab. Während sich dann der traditionelle Markt wieder ein bisschen erholt hatte, S&P 500, Nasdaq 2% zulegte bzw. 1% erholte, verlor Bitcoin im August 11%, Ethereum sogar 24% minus, selbst Solana hat minus 21% gemacht. Die gesamte Market Cap aller Smart Contract Plattformen fiel um satte 12%. Die 30-Tage-Volatilität von Bitcoin schoss im August um 48% in die Höhe, Ethereum sogar um 52%. Die 90-Tage-Korrelation von Bitcoin mit dem Nasdaq erreichte ein 18-Monats-Hoch von 38%. Heißt, Bitcoin näherte sich in diesem Fall wieder plötzlich mehr dem traditionellen Markt an. Ausgelöst hatte das Ganze eine unerwartete Zinserhöhung der Bank von Japan. Die Zinserhöhung brachte den beliebten Yen-Carry-Trade ins Wanken. Ein Trade, bei dem Investoren sich den Yen quasi zu 0% Zins leihen, dann in andere Länder gehen, wie etwa die USA, in höher verzinste Anleihen oder Aktien investieren. Als der Yen dann plötzlich aber an Wert gewann, mussten diese Anlagen panikartig verkauft werden. Es war so ein Dominoeffekt und der hat eben auch den Kryptomarkt stark erfasst. Und eben, jetzt kommen wir dazu, besonders für Ethereum war das ein Ereignis, es war ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn es war eine Reihe von vielen aufeinanderfolgenden Entscheidungen, die davor getätigt wurden, welche die Lage für 2024 eben verschärft haben. Und das schauen wir uns jetzt an. Hey Lieben, ich bekomme von euch viele Fragen, sei es zu einem bestimmten Coin, zu eurem Portfolio, Grundlagenthemen, Technologie, Blockchain, Web3 oder auch ganz persönliche Fragen. Hey Steffi, was würdest du jetzt an meiner Stelle tun? Was mir dabei auffällt, ist, vielen von uns fehlt die Zeit, sich das nötige Wissen anzueignen, weil Beruf und Familie einfach Vorrang haben. Ist klar. Oder auch dann die Muße für einen Krypto-Deep Dive, weil das Leben einfach einen einfordert. Und nicht zuletzt fehlt oft der richtige Ansprechpartner-Nähe, weil die Krypto-Bubble noch so nischig ist. Um dieses Problem zu lösen, findest du jetzt unter www.misskrypto.de meine Krypto-Community. Dort tauschen wir uns in regelmäßigen Meetings tiefer aus. Die Teilnehmeranzahl ist auf 500 begrenzt, damit wir Qualität hochhalten können und vom gemeinsamen Schwarmwissen profitieren können. Klingt das gut? Dann sichere dir noch heute deinen Zugang auf www.misskrypto.de. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Ethereum stand in den letzten Jahren vor einer großen Herausforderung. Wir hatten 15 Transaktionen pro Sekunde. Das ist weder schnell noch günstig genug gewesen, das Netzwerk, um viele Nutzer überhaupt zu bedienen. Also das klassische Blockchain-Trilemma, damit ging alles los. Was hat man jetzt also gemacht, um das Problem zu lösen? Ja, Ethereum hat sich entschieden, alles an Transaktionen erstmal auf die Second-Layer-Netzwerke auszulagern, bis es eben selbst skalieren kann, also Mechanismen wie das Sharding einfügen kann, um dann das Hauptnetzwerk bis dato zu entlasten. Und jetzt wurde es nämlich ziemlich spannend, denn auf diese Entscheidung hin haben sich allein in den letzten beiden Jahren Second-Layer-Netzwerke rasant entwickelt. Du siehst hier in dem Bild, dass die Aktivität im gesamten Ethereum Layer 2 Ökosystem massiv zugenommen hat. Doch nicht eben alle Layer 2 Netzwerke, die dazugekommen sind, haben gleich stark performt. Nein, schauen wir uns mal hier an. In grau dargestellt Base, das Layer 2 Netzwerk von Coinbase. Das hat im Sommer 2024 so richtig an Fahrt aufgenommen, wurde das aktivste Layer 2 Netzwerk nach Anzahl der Nutzer. Arbitrum hier in grün siehst du, das hat ein bisschen an Anteil dagegen verloren. Was mir jetzt aber nochmal aufgefallen ist, siehst du in dem nächsten Bild, dass Base deutlich mehr Entwickler als andere Layer 2
Anzug. 10-mal mehr Anwendungen wurden auf der Plattform gestartet, also die Apps, DeFi, Thema More Contract Deployers than others, so heißt es auf Englisch. Vanik vermutet jetzt unter anderem, das lag daran, dass die Entwickler bei Base einen Vorteil nutzen. Und zwar können die ihre Projekte direkt mit der riesigen Nutzerbasis von Coinbase verknüpfen. Andere Second Layer, Polygon, Optimism, die legten im Sommer auch ordentlich zu. Die haben beide einen starken Anstieg vor allem in der Entwickleraktivität verzeichnet. Also weniger Nutzerthema, sondern Entwickleraktivität, Vorbereitung auf Updates, Upgrades. Schlechter lief es dagegen für CK Sync, siehst du hier. Da wurde im Juni ein Airdrop des eigenen Tokens angekündigt, doch der lief dann eher nicht ganz so erfolgreich, war ein bisschen enttäuschend. Viele Entwickler und Nutzer sind deswegen wieder abgesprungen und heute sind jetzt nur noch etwa 3,6 Milliarden Tokens im Umlauf. Das heißt, 80% des Gesamtangebots warten noch auf die Freisetzung und das sorgt natürlich auch weiterhin für einen gewissen Verkaufsdruck, der da sich erhöht. Was ich damit erstmal zeigen wollte, ist, dass der Plan aufging. Der Wettbewerb zwischen den Layer-2-Lösungen ist in vollem Gange. Ethereum wollte skalierbar sein, der Plan ging ja auf. Was ist jetzt aber passiert? Was hat sich jetzt 2024 für Ethereum verschärft? Ja, und das ist eine ganz einfache Frage. Was passiert, wenn alles auf Layer 2 ausgelagert wird? Die Einnahmen gehen zurück. Ethereum macht einfach weniger Umsatz. Die Layer 2 entlasten jetzt das Hauptnetzwerk, die entziehen aber auch gleichzeitig wichtige Einnahmequellen, also Die Layer 2 Lösungen, die lassen jetzt das Hauptnetzwerk, die entziehen aber auch wichtige Einnahmequellen, Transaktionsgebühren, aber auch zusätzliche Möglichkeiten wie MEV. MEV ganz kurz steht für Maximal Attractable Value. Das sind Gewinnmöglichkeiten, Validatoren gegen mehr Geld, Transaktionen bevorzugt in einem Block anordnen können. Das ist besonders im DeFi-Bereich, auf dezentralen Börsen, auf dem Handel, wo es um schnellen Handel geht, wo Geschwindigkeit zählt, sehr entscheidend. So, und jetzt schau dir doch mal das Bild an. Du siehst hier die blaue Linie. Das ist der Anteil der ETH-SCP-Gebühren, also Smart Contract Plattform-Gebühren im Vergleich zu anderen Blockchains. Anfang 2023 lag Ethereum noch bei etwa 70% und im August 2024 nur noch bei rund 35%. Der Anteil von Ethereum am DEX-Volumen, das siehst du hier grün, auch grüne Linie, blieb etwas stabiler, zeigt aber einen Rückgang und lag im August 2024 ebenfalls bei etwa 30%. Also, Einsatz von Layer 2 super, aber Ethereum bekommt einfach ein bisschen weniger vom Kuchen ab. So, jetzt hat sich Ethereum aber auch noch entschieden, wenn wir schon mal dieser Metapher bleiben, eine weitere Entscheidung, diesen heiß begehrten Kuchen für alle Beteiligten noch kleiner zu machen. Wenn du jetzt nochmal das Bild anschaust, dann hast du gesehen, da gab es einen Knick bei den Gebühreneinnahmen nach dem 13. März. Und was war da? Ja, da war das Denkune-Upgrade. Mit Denkune wurden im Rahmen des Proposals 4844 sogenannte Shard-Blob-Transaktionen im Hauptnetzwerk eingeführt. Blobs ermöglichen, insbesondere im Layer 2 Roll-Ups, dass sie ihre Transaktionskosten um bis zu 90% senken können, nochmal effizienter werden, was das Ganze eben attraktiver für Entwickler macht, dort zu bleiben. Vitalik Buterin hat jetzt erst auf der Token 2049-Konferenz in Singapur im September davon gesprochen, dass allgemein die ganzen Transaktionskosten von ca. 10 auf 0,5 US-Dollar pro Transaktion reduziert worden sind, also sehr drastisch gesenkt worden sind. Auch die Transaktionsbestätigungszeiten haben sich halbiert, hat Vitalik erzählt. Transaktionen werden jetzt in nur 5 bis 15 Sekunden bestätigt. Grund dafür ist, kommen wieder mal dazu, eine weitere Entscheidung, die Umstellung von Proof of Work auf Proof of Stake mit dem Merge im September 2022. Ein weiterer Grund für die Performance 2024, wie du gleich feststellen wirst. Also, mit dem Merge noch mal ganz kurz wurde erwartet, dass Ethereum eher deflationär wird. Tatsächlich, zunächst sah es auch erstmal so aus, Ethereum wurde deflationär nach dem Merge, das siehst du hier in dem Bild. Dann gab es eine Inflation, so Richtung Bärenmarkt hin. Dann gab es erneut wieder eine deflationäre Phase in dem Bild. Und seit April 2024 ist Ethereum wieder inflationär tendenziell. Aktuell liegt die Inflationsrate bei rund 0,7% plus. Jährlich kommen rund 950.000 neue ETH hinzu. Also, ETH ist 2024 vor allem wieder inflationär. Und wie hängt das Ganze jetzt mit dem Merge und mit dem Denkune-Upgrade und allem, was ich dir gerade erzählt habe, eigentlich zusammen? Führen wir es zusammen. Wechsellayer 2, Denkune, Merge.
allgemein kein Bullenjahr. Die ganze Kombination hat dazu geführt, dass 2024 weniger Transaktionen direkt auf dem Ethereum Mainnet stattfinden. Und was passiert jetzt? Dadurch fallen die Basisgebühren, die Base Fees im Netzwerk wiederum geringer aus und dadurch werden weniger ETH verbrannt. Normalerweise ist es so, dass mit jeder Transaktion, pro Transaktion ETH verbrannt wird und sich dadurch auch das Gesamtangebot an ETH verringert und somit ja der Wert indirekt von ETH erhöht wird. Stichwort Tokenomics, inflationär, deflationär. Und diese ganze Reihe von Entscheidungen eben, das ist der Zusammenhang, hat die Firmen effizienter, schneller, günstiger gemacht, super, hat aber auch gleichzeitig jetzt eben die Tokenomics verändert. Also die Firma ist dadurch wieder tendenziell mehr inflationär in dem Moment geworden. Auch die Gebührenstruktur hat sich verändert. Also die Firma nimmt nicht mehr ganz so viel ein wie früher, zumindest durch diese Art von Gebühren. Heißt es nicht, dass das Netzwerk irgendwie pleite ist? Nein, denn ETH verdient ja immer noch durch Sicherheitsgebühren. Das sind On-Chain-Kosten, die zum Beispiel Layer-2-Netzwerke an Ethereum abdrücken müssen. Aber das ist in Summe vermutlich nicht ganz mehr so hoch, als würde alles direkt auf ETH laufen. Und wir müssen jetzt noch über einen weiteren Grund sprechen. Und zwar in den letzten beiden Jahren gab es einen Anstieg neuer Tokens, darunter eben viele Projekte, die in Konkurrenz zu Ethereum selbst stehen. Wir hatten jetzt nicht nur das Thema Layer 2, nicht von den Tokens auf Layer 2, nein, sondern es geht um neue Projekte, die Apps und so weiter aus dem Bereich Staking und Restaking beispielsweise, DeFi-Sektor. Gutes Beispiel ist Eigenlayers, ein zentraler Marktführer für das Thema Restaking von Ethereum-basierten Assets. Und wenn du dir jetzt hier nochmal die blaue Linie, neues Diagramm anguckst, dann siehst du, dass der Anteil von ETH am Gesamtwert seines Ökosystems seit Januar 2023 von 97% auf etwa 89% im August gefallen ist. Warum erzähle ich dir das schon wieder? Also, immer mehr Kapital und Aktivität wird von anderen Tokens quasi abgezapft, die mit besseren Renditemöglichkeiten locken. Das sind Projekte, stecken manchmal auch teilweise milliardenschwere Investoren dahinter, die dringen in das dezentrale Kerngeschäft von Ethereum ein, zentralisieren diese ganzen Services, nehmen ETH damit nochmal mehr Wert und dadurch verändert sich auch weiterhin im Grunde so diese ganze Utility. Dazu kommt jetzt eben, dass viele der neuen Projekte aus dem Bereich Gaming, künstliche Intelligenz, Web3, also diese ganzen Trendsektoren, die wollen gar nicht mehr bei ETH und Second-Layer-Netzwerken bleiben. Die weichen eben teilweise direkt auf schnellere Blockchains aus. Solana oder Tron als Beispiel nehmen wir uns mal raus. Weiterer Grund für die Performance: Konkurrenz. Helium oder Render sind beides ziemlich bekannte, innovative Projekte. Die sind aber beide im letzten Jahr von Ethereum auf Solana migriert. Es gibt neue DePIN-Projekte, Trendprojekte wie Hivemapper beispielsweise, die bauen gleich von Anfang an auf Solana auf. Da sind ja die ganzen Trendnutzer unterwegs. Es gibt aber auch Thema Stablecoin-Markt, eigentlich da, wo Ethereum ziemlich gut ist. Da hat Ethereum auch noch im Moment 50% circa des Marktanteils. Auch kommen wir wieder zu dem Bild hier. Du siehst, dass Tron massiv aufholte. Tron hat mit etwa 60 Milliarden US-Dollar derzeit einen höheren Stablecoin Market Cap als BNB, Avalanche oder Solana zusammen. Momentan habe ich nachgeguckt, es laufen gerade mehr USDT Stablecoins, also von Tether, auf Tron als auf Ethereum. Solana ist zwar momentan noch nicht ganz so stark im Stablecoin-Sektor, dringt aber auch eben, weiterer Grund, seit 2024 verstärkt vor. PayPal, Beispiel, hat seinen Stablecoin PayPal USD parallel auf Solana eingeführt. Innerhalb von nur 3 Monaten nach der Einführung, im, ich glaube, Mai 2024, stieg das Angebot von dem Stablecoin von PayPal auf Solana auf 650 Millionen Dollar an. Das ist fast doppelt so viel, wie auf Ethereum lief. Solanas gesamtes Stablecoin Market Cap kommt derzeit auf, wenn man sich DeFi-Lama-Daten anguckt, auf 3,8 Milliarden US-Dollar. Das sind 250% mehr als zum Vorjahr. 1,5 Milliarden US-Dollar waren es noch im September 2023, also muss man sich mal vorstellen. Ja, und wenn wir schon bei dem Thema Konkurrenz sind, dann dürfen wir den Meme-Coin-Sektor einfach nicht unterschätzen. Es ist ein hochspekulativer Markt, der jede Menge Nutzer anzieht und eine starke Nachfrage im Netzwerk erzeugt. Also das ist eigentlich das, was man braucht. Und
Solana und Tron haben sich jetzt eben darauf viel stärker gestützt als Ethereum. Etwa 22%, Beispiel Solana, des gesamten DEX-Handels von diesem Netzwerk sind Meme-basiert gewesen. Zwischen Juni und August 2024 stieg dieser Anteil sogar auf 47%. Im Sommer ist dann diese ganze Aktivität wieder ein bisschen abgeflacht auf Solana. Das Memecoin-Handelsvolumen, wenn du das Bild hier anschaust, das fiel wieder auf Niveau von 2023 zurück, so im VanEck Report. Tron hat sich gedacht, er nutzt jetzt einfach mal den August und hat mit seiner Memecoin Launchpad-Plattform namens Sunpump wieder Bewegung in die Szene gebracht, also es jetzt ein bisschen weniger gut gelaufen ist. Auf der Plattform von Tron lassen sich Memecoins in Sekunden schneller stellen. Das hat dann sogar eben die Konkurrenzplattform Pump Fun von Solana überholt. Seit der Einführung wurden auf Tron bereits über 86.000 Memecoins gelauncht, was Einnahmen, jetzt sind wir wieder bei den Einnahmen, Performance von rund 33 Millionen TRX, also umgerechnet über 3,5 Millionen Dollar eingebracht hat. By the way, unabhängig davon, dass der Memecoin-Handel häufig sehr riskant ein Nullsummenspiel ist, es gab eine Analyse von Crypto News, da haben Wallets auf dieser Pump Fun-Plattform von Solana nur 0,76% der Wallets haben Gewinne von mehr als 1.000 Dollar erzielt. Mal so am Rande. Was ich damit sagen möchte, die Kombination jedenfalls, schnellere Transaktionen, besseres Nutzererlebnis, aktive Community, aber auch eben sehr aggressives Marketing hat dazu geführt, unabhängig, dass diese ganzen Kontroversen im Hintergrund laufen, dass die anderen besser performt haben, 2024 einen besseren Kurs bekommen haben als Ethereum. Nochmal zusammengefasst, weil es ganz schön viel war. Also, es gab eine Reihe von Entscheidungen, technische, strategische Entscheidungen. Die haben vor 2024 teilweise schon stattgefunden, aber die haben sich 2024 aggraviert und dadurch eben die Performance im Vergleich zu anderen Assets beeinträchtigt. Layer 2 Lösungen, Upgrades wie Dencune, vorher noch der Merge, hat zwar alles super funktioniert, dass Ethereum skalierbarer wird, wieder mit dem Markt mithalten kann, auch in Zukunft, hat aber auch Ethereum so ein bisschen aus der Balance gebracht. Die Dienste, die eigentlich Werte schöpfen in dem Ökosystem, wurden zunehmend ausgelagert. Wichtige Gebührenströme fließen eben nicht mehr direkt zurück zu Ethereum. Und wir haben das Thema mit der Konkurrenz. Starke Konkurrenz nicht nur im Bereich der Layer 2 Netzwerke, sondern eben auch wie Solana oder Tron. Das hat alles den Druck auf den ETH-Preis und auch seine Bedeutung im Markt erhöht. Und dazu kommt noch vielleicht noch ein zweites wichtiges Thema, und zwar diese ganzen Layer 2, die sich um Ethereum gebildet haben, die sind fragmentiert, also isoliert so ein bisschen voneinander. Einzelne Communities, einzelne Projekte. Und das begünstigt natürlich andere Blockchains wie Solana oder Tron. Was muss jetzt also Ethereum in Zukunft besser machen? Wir müssen den Bedürfnissen der Mainstream-Akzeptanz gerecht werden und an den Werten von Open Source und Dezentralisierung festhalten. Ja, und um dieser Mainstream-Akzeptanz gerecht zu werden, stehen jetzt für 2025 mal wieder eine Reihe weiterer Entscheidungen an. Es gibt ein Upgrade namens Pectra. Das wird jetzt wahrscheinlich in 2 Phasen aufgeteilt stattfinden. Und das hält eine Reihe an einigen Proposals. Da werden Wallet-Funktionen verbessert, Skalierung soll vereinfacht werden, Staking-Prozesse sollen ebenso vereinfacht, verschlankt werden. Pectra könnte jetzt ein weiterer entscheidender Wendepunkt für Ethereum sein, also könnte aber auch positiv für die Kursperformance sein. Allerdings muss man sich klar sein, dass die Umsetzung dieses Upgrades, dieser ganzen Proposals auch dazu führt, dass Ethereum natürlich nochmal stärker auf den Erfolg seiner Layer 2 Netzwerke angewiesen ist. Also ETH ist quasi irgendwie Layer 2 zunehmend. Es gibt einen weiteren Hoffnungsschimmer und der kommt direkt aus den Reihen der Layer 2 Netzwerke, was ich persönlich wichtig und positiv finde. Optimism arbeitet zum Beispiel gerade am Ausbau seiner Superchain. Das ist ein Projekt, was eben, ich habe es gerade angesprochen, alle Layer 2, die fragmentiert sind, vereinen soll. Hintergrund ist der, dass, wenn du hier das Bild dir anschaust, rund 9 der 20 wichtigsten Ethereum Layer 2, wie zum Beispiel eben auch Base, mit dem Optimism technologischen Stack, also der Codebasis von Optimism erstellt werden und auch am Umsatzmodell von dieser Superchain teilnehmen. Wenn es dieses Superchain-Thema gelingt, dann könnte Ethereum Liquidität, die ganze Nutzerbasis seiner Layer 2 viel besser bündeln,
kann sich damit auf Augenhöhe mit Blockchains wie Solana wieder ins Spiel bringen, gut positionieren. Und man darf nicht vergessen, dass trotz all der Herausforderungen Ethereum immer noch eine Stärke hat. Auch wenn der Kurs hängt, im Hintergrund passiert viel und Ethereum dominiert nach wie vor noch ca. 60% im Liefermarkt. Stablecoin-Volumen erreichte auch Mitte September wieder einen Rekordstand 2024. Also feiert Ethereum schon bald sein Comeback? Die Antwort bleibt offen, aber eins ist sicher, Ethereum hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass es sich anpassen kann und auch wachsen kann. Es liegt in den nächsten Entscheidungen, es ist wieder eine Reihe von weiteren Entscheidungen, die auf all den Mühen aus der Vergangenheit aufgebaut sind. Und das kann doch nicht umsonst gewesen sein, oder? Ich meine, was denkst du? Schreibe doch mal deine Gedanken unter das Video drunter. Oder sonst, wenn du noch nach einer passenden Börse suchst, noch keine hast, dann guck mal den Link unten in der Beschreibung zu Bitpanda. Da findest du über 400 verschiedene Assets an Kryptowährungen, die du kaufen kannst. Guck dich einfach mal um und ja, ansonsten war es das hier. Bis zum nächsten Mal. Ciao.